Ein Jahr ist vergangen, seitdem ich diesen Kanal aufgemacht habe, und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was wir alles letztes Jahr gemacht haben und was sich dieses Jahr ändern wird. Viel Spaß dabei! Warum möchte ich überhaupt mit euch darüber sprechen? Ich finde es auf der einen Seite interessant, einfach zurückzuschauen und das Jahr mal Revue passieren zu lassen, aber auf der anderen Seite möchte ich auch einige Sachen transparent kommunizieren und mit euch teilen. Denn dieses Jahr wird doch einiges anders sein, als es letztes Jahr auf diesem Kanal war. Letztes Jahr haben wir zusammen ja wirklich die halbe Welt bereist und uns die allergrößten Turniere im Trading Card Game Flesh and Blood angeschaut. Dabei sind wir zum Beispiel auf der ersten Pro Tour in New Jersey gewesen, auf der zweiten Pro Tour in Lille, aber auch am Ende noch auf der Weltmeisterschaft in San Jose. Und zwischendurch gab es natürlich noch andere Turniere hier in Europa, wie zum Beispiel das Calling in Utrecht oder das Uprising Pre-Release. Und auf denen habe ich ja sogar offiziell für den Hersteller des Spiels Legend Story Studios gearbeitet, wofür ich immer noch super dankbar bin und was einfach eine mega geile Erfahrung war. Auf der einen Seite konnte ich so natürlich die Gaming-Branche ein bisschen kennenlernen als Freelancer, aber auch meine Expertise für euch auf den Social-Media-Kanälen von LSS zur Verfügung stellen. Und auch für die ganzen Kontakte, die dadurch entstanden sind, bin ich immer noch mega dankbar und freue mich auch darauf, viele davon dieses Jahr weiterführen zu können. Alles in allem wird es dieses Jahr aber weniger Events auf diesem Kanal geben. Denn A hat LSS ja auch weniger große Events für dieses Jahr geplant. Also es gibt dieses Jahr ja nur eine Pro-Tour. Und B möchte ich auch die Zeit, die ich auf den Events nutze, auch ein bisschen reduzieren. Denn es war letztes Jahr doch schon sehr viel Zeit, die da reingeflossen ist. Und dieses Jahr möchte ich einfach ein bisschen zurücktreten davon. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir gar nicht mehr auf Events gemeinsam fahren. Und es heißt auch nicht, dass es weniger Videos geben soll. Denn ganz im Gegenteil, dieses Jahr möchte ich regelmäßig Videos bringen. Das hatte ich ja auch am Ende des letzten Jahres schon bekannt gegeben. Also mein Ziel ist, ich möchte einmal pro Woche ein Video hochladen, und bis ich da wirklich regelmäßig hinkomme, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern, aber das ist definitiv eins meiner Ziele dieses Jahr. Und letztes Jahr auf den Events war es natürlich auch mega die Möglichkeit, halt viele Videos zu produzieren. Aber das war eben auch ein zweiseitiges Schwert. Auf der einen Seite konnte ich viele Videos auf den Turnieren drehen, aber die müssen natürlich auch alle zeitnah rauskommen, um eben den Zahn der Zeit zu treffen und auch noch aktuell zu bleiben. Und so war es dann eben, dass manchmal halt in kurzer Zeit 10 Videos auf meinem Kanal kamen, ich aber zu anderen Zeiten dann nicht so viel produzieren konnte. Und als sich das im Laufe des Jahres rauskristallisiert hat, war mir auch klar, dass ich eben für mich eine Umgebung schaffen wollte, in der ich auch regelmäßig Videos zu Hause drehen kann. Und deshalb habe ich mir auch viel Zeit genommen und viel Kraft da rein investiert, hier eben in meinem Büro ein Studio-Setting aufzubauen. Also mit Lichtern, mit Mikrofonen und auch mit bestimmten Setups, sodass ich schnell einfach hier zu Hause Videos drehen kann und für euch dann hochladen. Und ich habe hier auch ein Overhead-Rig gebaut, also das heißt, ich kann hier jetzt auch richtig geile Gameplay-Videos drehen, denn im Gegensatz zum letzten Jahr möchte ich dieses Jahr auch selber mehr Flesh and Blood spielen, um euch auch mehr Gaming-Content zu bringen. Also auf der einen Seite wirklich diese klassischen Gameplay-Videos, in denen wir gegeneinander spielen, aber auch um noch mehr Informationen und mehr detaillierte Videos zu bringen zum Spiel selber. Denn auf meinem Kanal möchte ich ja auch viel diese Geschichten und die Hintergründe aus der Community zeigen, also sei es jetzt von den Events oder einzelne Spieler in den Fokus zu rücken, um die wirklich mal in den Mittelpunkt zu stellen und wie die Heroes da stehen zu lassen. Aber auf der anderen Seite möchte ich mich eben auch noch viel tiefer in das Game selber reingraben, um dann eben zu Spielmechaniken und zu neuen Karten halt Updates zu bringen. Oder auch mit Spielern hier, die nicht nur, wie wir es jetzt am Anfang auf dem Kanal sehen werden, Anfängervideos zu bringen, sondern vielleicht auch wirklich mit den Profis zusammen hier mal zu schauen, hey, wie baust du denn deine Züge und dein Deck auf? Und das wird auch im Kontrast zum letzten Jahr stehen, denn letztes Jahr habe ich wirklich, ich glaube, ein paar Videos zwar auf Deutsch rausgebracht, aber der Großteil der Videos war auf Englisch. Und dieses Jahr möchte ich mehr in die deutsche Richtung gehen
um auch für die deutsche Community eben Content zur Verfügung zu stellen und auch den Neulingen in Flesh and Blood, die sich jetzt aus Deutschland dafür interessieren, eben Informationen bereitzustellen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig für die Community, weil wir ja dieses Jahr auch deutsche Sets bekommen. Also die Main-Sets in Flesh and Blood werden nicht nur auf Englisch erscheinen, sondern eben auch in den europäischen Sprachen. Also auf Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Und das wird natürlich viele neue Augen auf Flesh and Blood lenken. Und ich denke, da ist es eine super Möglichkeit, eben auch mehr deutsche Videos zu machen. Und das ist für mich natürlich auch auf der anderen Seite wieder ein bisschen einfacher, denn ja, vielleicht so einfach, wie es auch manchmal in den Videos rüberkommt, Englisch zu sprechen, ist es dann doch wirklich mehr Aufwand, die Videos auf Englisch zu planen. Denn ich spreche nicht wirklich jeden Tag Englisch, auch wenn ich online viel mit meinen internationalen Freunden und auch der Community auf Englisch schreibe, muss ich die englischen Videos, wo ich selber viel Englisch spreche, eben doch noch mehr vorbereiten. Und sobald ich dann in diesem Rhythmus, also wirklich einmal pro Woche ein Video hochladen drin bin, muss ich dann natürlich nochmal genauer schauen, wie strukturiere ich das, also deutsche und englische Videos gleichzeitig auf dem Kanal zu bringen, damit die beiden Gruppen eben nicht komplett verwirrt sind und dann am Ende alle abspringen, weil man da vielleicht dieses Konstrukt dann nicht so gut versteht. Aber ich denke, diese Zeit lohnt sich wirklich, um auch halt beiden Gruppen etwas zu bieten. Und neben Flesh and Blood möchte ich ja auch noch andere Spiele zeigen. Also das heißt, Videos, wie wir es jetzt letztes Jahr gesehen haben, wie ich die zum Beispiel mit Pablo Pintor gemacht habe, möchte ich auch in anderen Kartenspielen versuchen. Und da möchte ich natürlich als erstes mich bei Yu-Gi-Oh! Ausprobieren, weil ich da natürlich auch eine Vergangenheit habe und auch noch Freunde, die dieses Spiel aktiv auf den Turnieren spielen. Oder auch, ich habe auch einen Kollegen, den Leonard, der auch für Konami die großen Turniere hier in Europa castet. Und deshalb finde ich das auch so super spannend, einfach mal dieses Konzept, was ich bei Flesh and Blood letztes Jahr ausprobiert habe, dort einfach anzuwenden und zu schauen, wie das dort ankommt. Also wird es bei Yu-Gi-Oh! Eher nicht den Gaming-Content geben, sondern wirklich diese Storytelling-Videos, die ich so liebe. Also wundert euch nicht, falls es ab und zu mal ein anderes Spiel in einem Video geben wird, neben Flesh and Blood, sondern ich denke, dass das eben auf langfristige Sicht einfach ein super guter Schritt ist, auch noch mehr Leute abzuholen und auch noch mehr Kontakte zu knüpfen. Denn für mich ist es ja nicht nur, dass ich einen YouTube-Kanal aufbauen möchte, sondern auch, dass ich eben vielleicht als Freelancer hier noch Projekte an den Start holen kann oder eben neue Geschäftskontakte knüpfen möchte. Und das ist natürlich auch so eine Frage, die, denke ich, sich jeder, der mit YouTube anfängt, stellt. Wie kann ich denn später vielleicht mal damit Geld verdienen oder wie kann ich vielleicht mal einen Sponsor gewinnen, der bei den Videos unterstützt? Und ich denke, das ist einfach ein Thema, wo man auch ein bisschen reinwachsen muss, denn natürlich habe ich letztes Jahr auch schon darüber nachgedacht und es gab auch schon Gespräche, aber etwas super Konkretes ist jetzt bisher noch nicht dabei rumgekommen. Aber ich denke, in Zukunft ist das auf jeden Fall ein Ziel von mir, hier auf dem Kanal eben für euch auch einen Sponsor mit dabei zu haben, der eben auch einen Sinn hat. Also ich möchte nicht einfach einen Sponsor haben, nur um einen Sponsor da zu haben, sondern es sollte schon etwas sein, was mit dem Content wirklich stark verknüpft und wo auch alle Seiten voneinander profitieren können. Denn ich möchte nicht unbedingt mit jemandem zusammenarbeiten, der diese Art von Content, wie ich ihn produziere, nichts anfangen kann. Also ich möchte schon einen Sponsor finden, der auch diese Art von Content und diese Qualität, die ich liefere und diese weiteren Videos, die ich auch noch produzieren möchte, der das genauso sieht und der das auch unterstützen möchte und da auch einen Vorteil dran sieht. Denn das ist eben auch etwas, was mich super interessiert. Wie ja einige von euch schon wissen, habe ich halt auch einen Filmemacher-Background. Ich habe auch Kommunikationsdesign studiert, aber in meinem jetzigen Vollzeitjob arbeite ich eben als User Experience Designer und habe mit der ganzen Marketingwelt und mit der Kamera eben nicht mehr so viel zu tun. Und von daher ist das für mich wirklich ein Segen, mich jetzt so auf diesem Kanal ausleben zu können und neue Erfahrungen sammeln zu können. Das macht mir einfach super viel Spaß und dabei eben noch so nah mit euch, der Community, zusammenkommen zu können, ist einfach wirklich wunderbar. Und dann dieses Jahr natürlich auch noch mehr zusammen zu spielen. Also wenn wir uns mal auf dem Turnier sehen, freue ich mich schon richtig darauf, halt einfach die ganzen Helden mal auszuprobieren und mal zu schauen, wie funktioniert das Spiel überhaupt, weil da haben sich wirklich viele gewundert, als es dann immer hieß, ja, ich war zwar auf der Weltmeisterschaft und ich war auch auf den Pro Tours, aber ich habe da selber fast nie gespielt. Also auf Pro Tour 1 und 2 habe ich auf den offiziellen Turnieren gar nicht mitgespielt, auf der Weltmeisterschaft
habe ich ja in einem Draft mitgespielt und das möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall ändern und von daher, ja, ich bin einfach super gespannt, was das Jahr bringt und ich bin auch super dankbar für den ganzen Support, den ich von euch im letzten Jahr bekommen habe. Ich bin wirklich froh darüber, wie bisher alles gelaufen ist. Ich bin super stolz darauf, was wir auch gemeinsam hier auf dem Kanal letztes Jahr alles geschafft haben und was daraus alles entstanden ist und mir bleibt manchmal wirklich die Sprache weg, wenn ich daran denke, wie wir gestartet sind hier. Also Wahnsinn, wie viel letztes Jahr alles möglich war. Und natürlich war das auch mit viel Zeitaufwand verbunden. Es hat auch viel Geld gekostet, das alles zu machen. Aber für mich persönlich ist es einfach das Größte gewesen letztes Jahr, das alles machen zu können. Und ich bin super gespannt schon darauf, was sich dieses Jahr noch alles entwickeln wird und euch auch alle auf den Turnieren dann mal wiederzusehen. Ja, ich denke, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich habe schon lang genug gelabert und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn, um die neuen Videos auch zu sehen und kommentiert, falls ihr eine Frage habt oder wenn ihr euch austauschen möchtet. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!